Ich habe kein Gewissen. Mir fehlt jedes Mitgefühl. Ich werde leicht ausfallend und bekomme schreckliche Wutanfälle, die ich nicht kontrollieren kann. Sam sagt mir, er sei Psychopath. Es stimmt wohl, dass alle Psychopathen Narzissten sind. Jedoch sind nicht alle Narzissten Psychopathen. Psychopathen behandeln andere häufig schlecht. Aber sie selbst fühlen sich dabei gut. Sie empfinden keine Reue. In gewisser Weise können sie einfach nichts dafür. Sie können gut Emotionen vortäuschen, Interesse zeigen. Dabei haben sie in Wahrheit nicht mehr Interesse an ihnen als eine Katze an einer Maus. Die arme Maus fragt sich, warum macht die Katze das? Und die Katze sagt, ich bin eine Katze und ich tue, was Katzen nun mal tun. Genau so funktioniert der Psychopath. Sie sehen aus wie alle anderen und scheinen sich auch so zu verhalten wie wir. Aber auf lange Sicht haben sie nur ihr eigenes Interesse im Sinn. Ich verwende den Begriff Sozialstraftäter. Das trifft es wahrscheinlich am besten. Robert Hare ist überzeugt, dass wir von mehr Psychopathen umgeben sind, als wir glauben. Es laufen viel mehr frei herum, als hinter Gittern sind. Einer von 100, sagt er. Es könnte Ihr Chef sein, Ihr Arbeitskollege, Ihr Verwandter, Nachbar oder Ihr Geliebter. Sie können oft recht charmant sein, manipulieren, ihnen vormachen, etwas zu sein, was sie nicht sind. Es kann lange dauern, bevor ihnen bewusst wird, dass sie benutzt wurden. Was das angeht, sind Robert Hare und Sam einer Meinung. Die meisten Psychopathen sind untätig, wie ein Eisberg, der sich größtenteils unter Wasser befindet. Sie tun nichts. Sie sind einfach da. Sie quälen ihren Ehepartner durch mangelnde Anteilnahme. Nicht indem sie prügeln oder umbringen. Sie mobben ihre Arbeitskollegen, aber sie stecken nicht das Büro in Brand. Sie tun nichts Dramatisches, sondern sind boshaft und meistens raffiniert. Sie gleichen eher Gift als einem Messer. Und zwar eher einem schleichenden Gift als Zyankali. Ich zeige gern die Fassade eines zurückhaltenden, bescheidenen Menschen. In meinem Buch nenne ich das falsche Bescheidenheit. Das funktioniert gut. Die anderen denken dann, ich sei im Inneren menschlich. Evolutionspsychologen prägten den Begriff erfolgreicher Psychopath, um zu beschreiben, welchen Vorteil ein Gewissenloser hat, wenn er andere aus der menschlichen Nahrungskette hinausmanövrieren will. Die Frage ist, ob ein Psychopath, wenn er anderen ihre Ressourcen raubt, sei es Geld, Eigentum, was auch immer, für Frauen attraktiver wird und sich dadurch zwangloser und einfacher fortpflanzen kann. Persönlichkeitsstörungen sind nicht diese diskreten Krankheiten, auf die das medizinische Modell zutrifft, dass man sie entweder hat oder nicht. Sie sind vielleicht nur Übersteigerungen normaler Charaktereigenschaften, die jeder besitzt, nur unterschiedlich stark. Sind sie halbwegs attraktiv, öffnet ihnen das alle Türen, erst recht, wenn sie zudem intelligent sind. Die Kombination aus gutem Aussehen, Intelligenz und fehlendem Gewissen ist dann tödlich. Er würde nicht generell einfach nur lügen. Psychopathen sind sehr zielorientiert, wie Torpedos oder Laserkanonen. Psychopathen können hervorragend lügen und mögen es nicht, dabei ertappt zu werden. Normalerweise flechten sie jedoch genügend Wahrheit ein, um ihre Opfer unablässig zu verwirren. Nur im Anfangsstadium macht ein Psychopath große Gesten. Der für heute angesetzte Dreh geht völlig daneben. Ohne ihn wissentlich provoziert zu haben, werde ich wieder als Feind behandelt. Narzissten haben es nicht leicht, weil sie egozentrisch sind und viele Abwehrmechanismen haben. Sie haben große Angst, dass ihnen etwas passieren könnte. Seien Sie extrem geduldig, denn sie erleben jede Menge Rückschläge und böse Überraschungen. Narzissten machen Dinge, die man nicht erwartet. Man sollte nicht den Bewährungshelfer spielen, sondern ihr Verhalten akzeptieren. Sie dürfen sie also nicht verurteilen. Narzissten versuchen sie zum Ausrasten zu bringen. Sie prüfen sie permanent. Kann ich diese Menschen trauen? Wird er wieder ausrasten, wie meine Mutter es immer getan hat? Er lächelt mich zwar an, aber so prüfen sie einen permanent. Man muss also etwas schneller als die Narzissten sein und darf ihnen nicht in die Falle gehen. Wissenschaftler vermuten, dass Psychopathen Angst anders wahrnehmen, vor allem die Vorahnung von Angst. Und Angst ist der Schlüssel zu Empathie.
Denn um verstehen zu können, welche Auswirkungen ihr Handeln auf andere hat, müssen sie das selbst empfinden können. Der Ausgangspunkt von Empathie ist also immer Egoismus. Zunächst einmal müssen sie also verstehen, was Schmerz, das Zufügen von Schmerz und das Vorausahnen von Schmerz für sie selbst bedeutet. Und dann empfinden sie im zweiten Schritt, was es für andere heißt. Bei Psychopathen geschieht das jedoch nicht. Wenn ihre Gehirne auf diese Reaktion untersucht werden, verhält sich das gesamte Angstzentrum still. Konsequenzen werden einfach nicht einkalkuliert. Dieser Mensch weiß alles im Kopf, hat aber weder ein Gedächtnis für die körperlichen Veränderungen, noch für sowas Widerliches wie negative Emotionen. Psychopathen empfinden nicht notwendigerweise weniger Angst. Sie können sie nur nicht mit einem Ereignis in der Zukunft verbinden. Das ist der Kern des Problems. Der orbitale präfrontale Kortex und der anterior cingulate Kortex sind Areale im Gehirn, die mit der emotionalen Komponente einer guten Entscheidungsfindung zu tun haben. Das ist ein wenig so, als säße tief in unserem Kopf ein Schutzengel und sagte uns, dass wir nichts Böses tun sollen. In diesem Fall ist, laut Scan, Sams Engel ausgeflogen. Ein Psychopath will sich nicht verändern und ist auch nicht daran interessiert, warum er so ist, wie er ist. Die Frage, ob Psychopathen als schlechte Menschen geboren werden oder ob ihre Umgebung sie dazu macht, ist nach wie vor heiß umstritten. In vielerlei Hinsicht ist die Debatte, ob angeboren oder anerzogen, ein Streit darum, wer zuerst da war, die Henne oder das Ei. Sie werden von Kräften, die sich außerhalb ihrer Kontrolle befinden, in eine psychopathische Lebensweise getrieben. Dadurch können sie verheerenden Schaden anrichten. Und sie bringen so vielleicht die nächste Generation von Psychopathen hervor. Denn wir gehen davon aus, dass Missbrauch und Vernachlässigung in einem frühen Stadium des Lebens einer der Risikofaktoren für eine psychopathische Persönlichkeit ist. Es gibt also fast einen Zyklus von Psychopathie. Andere Psychopathen sind jedoch dermaßen querköpfig, dass es nichts zu beweisen gibt. Weder, dass sie Sklave ihrer Gene noch ihrer Umwelt sind. Sie machen einfach nur, worauf sie Lust haben. Verstehen Sie jetzt, woher das kommt, dass er überhaupt nichts fühlt, wenn ich ihm sage, dass ich ihn liebe? Das sind nur leere Worte. Deshalb sage ich es ihm nicht mehr. Es stimmt nicht, dass ich nichts fühle. Ich fühle mich bestärkt. Derzeit ist man immer noch der Meinung, dass sich psychopathisches Verhalten durch eine Behandlung nur noch verstärkt. Die Opfer von Psychopathen bleiben nach einem Wortgefecht meist verwirrt und gebrochen zurück. Die meisten Psychopathen bringen ihre Opfer dazu zu denken, sie selbst seien das Problem und man könne sie schikanieren, manipulieren und betrügen. Statt zu gehen oder zu kontern, nehmen sie die Beleidigungen oft an und denken, der Psychopath habe recht. Irgendwas stimmt nicht mit mir und ich verdiene das alles. Das ist ziemlich traurig. Die sogenannte Projektion ist weit verbreitet. Man kann sie mit der Taktik religiöser Führer vergleichen. Für Paranoide ist es charakteristisch zu projizieren, das heißt, die eigenen schändlichen, bösartigen Motive anderen anzudichten. Du bist der Feindselige, du bist der Verlogene, du achtest nicht auf deine Kleidung und so weiter. Genau das passiert in vielen religiösen Gruppen. Der Führer versteht gewissermaßen ihre Defizite und spricht sie sozusagen von ihren Sünden frei. Das ist Teil seiner Strategie. Die Opfer haben alle etwas gemein, und zwar, dass sie menschlich sind. Wenn wir glauben, der Mensch sei im Grunde gut, sind wir verloren. Dein Körper wurde sofort von Adrenalin, Noradrenalin und so durchflutet. Wenn diese Hormone in den Blutkreislauf eindringen, reagiert dein Gehirn, indem es bestimmte Zentren ausschaltet und andere aktiviert. Das nennt man Stressreaktion oder Stresssyndrom. Hört die Pöbelei auf, sinkt der Adrenalinspiegel wieder. Und dabei gerät das gesamte System durcheinander. Das Herz, das einen Adrenalinstoß bekam und 30 bis 50% schneller schlug, muss sich wieder anpassen. Der Blutdruck sinkt rapide und du wechselst vom Bluthochdruck zu niedrigem Blutdruck. Viele Körperfunktionen drehen durch, während man drangsaliert wird. Vor allem danach. Tyrannen gehen also normalerweise nach dem Prinzip Start und Stopp vor. Damit erreichen sie ein maximales Stresssyndrom.
Das ist das große Geheimnis des Mobbing. Kleine Dosen. Den Rest übernimmt das Opfer. Small doses. The victim will do the rest.